Hast du überhaupt schon mal einen Menschen gefressen? Nein, Menschen sind Freunde, kein Futter. Weichei. Kein Wunder, dass sie aus euch Wölfen Pudel gezüchtet haben. Hast du schon mal einen Menschen gefressen? Das geht dich gar nichts an. Na, erzähl doch mal. Ich fresse grundsätzlich alle, die mir auf den Sack gehen. Liebe Panikmacherinnen und Problemtiere, liebe Verzehrte, hallo Aasfresser. Wir Aasfresser gönnen uns Menschenfleisch höchstens, wenn ihr es eh nicht mehr braucht. Auch die meisten anderen Tiere finden euch nicht wirklich lecker. Aber es gab immer mal wieder einzelne Fälle, bei denen ein Mitglied der tierischen Community auf den Geschmack gekommen ist. Ich stelle euch heute die Top 5 der tierischen Menschenfresser vor. Unterstützt werde ich dabei von zwei hauptberuflichen Raubtieren, Vanessa Hi. und Balduin. Servus. Grundsätzlich solltet ihr euch vor folgenden Tierarten in Acht nehmen. Eis- und Braunbären, Tiger, Löwen, Leoparden, große Krokodilarten, Komodo-Warane, mehrere Haispezies und die ein oder andere Riesenschlange. Wölfe stehen wohl nicht auf deiner Liste. Hyänen auch nicht. Aber wir könnten, wenn wir wollten. Platz 5. Der Hai von New Jersey. Die meisten Haiunfälle passieren aus Versehen. Ein Mensch auf einem Surfbrett sieht von unten aus wie eine Robbe. Der Hai beißt einmal ins Brett, erkennt seinen Irrtum und taucht wieder ab. Aber ein Fall unterscheidet sich. Seit wann gibt es denn Haie in Steves Wohnung? Das ist doch nur ein Videoeffekt. Ach so. 1916 ereignet sich eine Serie von Haiangriffen südlich von New York City. 4 Menschen im Alter zwischen 12 und 28 Jahren werden tödlich verwundet. Ein weiterer schwer verletzt. Die Angriffe finden an verschiedenen Stränden statt und mit zeitlichem Abstand von mehreren Tagen. Wenige Kilometer nördlich der letzten Attacke wird 2 Tage später ein noch nicht ausgewachsener weiblicher weißer Hai gefangen. Im Magen des Fisches findet man Überreste der Opfer. Diese Angriffe machten den Hai als Menschenfresser überhaupt erst bekannt. Zuvor konnte man sich gar nicht vorstellen, dass ein Hai zu so etwas in der Lage wäre. Nach dem ersten Angriff verdächtigte man noch einen Orca, einen Thunfisch oder eine Meeresschildkröte. Dude. Tatsächlich ist es ungewöhnlich, dass ein weißer Hai so nah an der Küste und im seichten Wasser unterwegs ist. Das ist eigentlich eher typisch für Zitronenhaie und vor allem für Bullenhaie, die deshalb auch für die meisten Angriffe auf Menschen verantwortlich sind. Ist euch mal aufgefallen, dass alle Opfer männlich waren und der Hai ein Mädchen? Serienmörder haben immer ein Tatenmuster. Schaust du kein Kommissar Rex? Dieser Vorfall brachte jedenfalls den weißen Hai als Bösewicht in die Zeitung und Jahre später sogar auf die Kinoleinwand. Platz 4. Die Schlange, die einen Menschen verschlang. Über 100.000 Menschen sterben jedes Jahr an Schlangenbissen. Aus Indonesien zugeschaltet ist uns daher unser Außenreporter und Schlangenexperte Diego. Diego, was hat es mit dieser hohen Zahl an Mordanschlägen auf sich? Giftschlangen sind allesamt zu klein, um einen Menschen zu fressen. Sie beißen sie nur zur Verteidigung. Also sind Schlangen gar keine Menschenfresser. Sieh mal, wir Schlangen können weder kauen noch abbeißen. Deswegen müssen wir unsere Beute in einem Stück verschlucken. Nur wenige Schlangen sind groß genug für einen Menschen. Zum Beispiel die große Anaconda aus Südamerika oder der Netzpython aus Südostasien. 2017 ging ein Video aus Indonesien viral. Darin war ein Python zu sehen, dem der Bauch aufgeschnitten wurde. Und heraus kam eine menschliche Leiche. Dieser Netzpython ist wegen seiner medialen Aufmerksamkeit auf unserem Platz 4 gelandet. Er hat zwar weniger Menschen auf dem Gewissen als der Hai von New Jersey, aber der Hai hat immer nur Stückchen aus den Menschen rausgebissen, der Python verschlang den Mann mit Haut und Haar. Und das Stiefeln. Wie bitte? Man hat den Python nur deshalb als Täter identifiziert, weil man durch seine Haut die Form der Stiefel erkennen konnte, die das Opfer bei seinem Tod getragen hatte. Plätze 3 und 2. Der Geist und die Dunkelheit. Während Tiger häufiger Menschen angreifen, Darüber haben wir in unserem letzten Video über das Dschungelbuch berichtet. ist das bei Löwen schon eher die Ausnahme. Oh ja, ich bin der heilige Löwe, König der Tiere, Herr der 7 Savannen, hört mich brüllen. Maddox, was hast du getan? Ich habe gar nichts getan.
Aber 2 Löwenkater in Kenia haben 1898 die Menschen ganz schön in Angst und Schrecken versetzt. Damals wollte man eine Eisenbahnbrücke über den Tsavo-Fluss bauen. Doch schon nach kurzer Zeit standen die Bauarbeiten vor dem Aus, weil angeblich über 100 Menschen von Löwen gerissen wurden. Heute schätzt man, es waren ungefähr 30. Man nannte die beiden Löwen den Geist und die Dunkelheit. Das passt. Nach meiner Erfahrung haben Löwen wenig Substanz und ein Licht ist ihnen auch nicht aufgegangen. Man, I hate lions. Im Gegenteil, die beiden gingen außerordentlich schlau vor und griffen immer unterschiedliche Zelte des Lagers an. Es dauerte Monate, bis es dem britischen Colonel John Henry Patterson gelang, sie zu erschießen. Heute lungern sie ausgestopft in Chicago rum. Die haben ja gar keine Mähnen. Sag ich ja. Der Kaiser ist nackt. Die Löwen in dieser Gegend haben keine Mähne, von Natur aus. Und warum haben die beiden beschlossen, Menschen zu fressen? Viele Löwen kennen Menschen einfach nicht als Futter, obwohl sie ohne Mühe töten könnten. Aber wenn sie einmal probiert haben, merken sie, hat keine Hörner, hat keine Hufe, kann man essen, gönn ich mir öfter. Außerdem hatte wohl einer der beiden Verbrecher Zahnprobleme und kam damit nicht mehr so gut durch die dicke Büffelhaut. Kommen wir zu unserem Platz 1, dem gefürchtetsten Menschenfresser der Geschichte. Platz 1. La Bête. Zwischen 1764 und 1767 kam es in einer dünn besiedelten Region in Südfrankreich zu einer Reihe von Tierangriffen, bei denen in 3 Jahren rund 100 Menschen getötet und etwas über 50 verletzt wurden. Einige Opfer wurden lebendig verschleppt, manche sogar von der Bestie enthauptet. Die Bestie? Was soll denn das sein? Das ist doch keine Tierart. Man weiß bis heute nicht sicher, welches Tier all diese Menschen angegriffen hat. Der Spitzenprädator in dieser Gegend war zu jener Zeit der Wolf. Sieh mal an. Ein Wolf mit Eiern. Nein, also wirklich, da muss ich jetzt doch mal kurz was sagen. Diese Geschichte wird uns Wölfen immer und immer wieder angehängt. Ich meine, ja, Wolfsrudel können jederzeit einen Menschen überwältigen und ja, es hat in der Geschichte hin und wieder Zwischenfälle gegeben. Aber wir Wölfe haben generell großen Respekt vor euch Menschen. Du bist so ein Schoßhund. Es wurden ausschließlich Kinder, Jugendliche und Frauen angegriffen. Oft waren Hirtenkinder betroffen, die Schafe und Rinder hüteten. Schließlich sandte der König Jäger aus, um der Bestie das Handwerk zu legen. Und? Das Tier konnte immer wieder entkommen, aber am Ende hat man es wohl doch erwischt. Also weiß man, welche Tierart es war. Die Beschreibungen gehen von einem Wolf aus, aber es gibt doch einige Merkwürdigkeiten. Seine Vorderbeine sollen länger gewesen sein als seine Hinterbeine. Es hatte borstiges Haar, einen flachen Schädel und Flecken an der Seite. Eine Theorie besagt, dass es ein Hunde-Wolf-Mischling war. Das würde erklären, warum er keine Angst vor den Menschen hatte. Eine deutsche Zeitung schrieb im Jahre 1764, es ist dieses Tier ein aus Afrika in dem Königreich Ägypten unter dem Namen Hyäne bekanntes großes Raubtier, welches man in den Tiergarten des Herzogs von Savoyen zu Turin gebracht und aus welchem dasselbe entlaufen ist. Moment mal. Wollt ihr damit sagen, der einzige Wolf, der jemals etwas Historisches geleistet hat, war eine Hyäne? Nein, ich will damit sagen, eine psychopathische Killerhyäne hat den guten Ruf aller Wölfe zerstört. War uns ein Vergnügen. Von welchem Tier würdet ihr am liebsten gefressen werden? Schreibt es in die Kommentare.